Herzlich willkommen zu Alltagsdeutsch-Podcast. Hallo auch von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ganz genau. Heute ist Tag 180. Wahnsinn, schon Tag 180. Ja, echt Wahnsinn. Und unser großes Thema heute lautet gesellschaftliche Trends. Wir lernen heute nämlich gemeinsam 15 wichtige Wörter für den Alltag. Einfach um über genau diese ganzen gesellschaftlichen Entwicklungen fließend sprechen zu können. Genau, das ist das Ziel. Aber stellt euch erst einmal Folgendes vor. Also ihr lebt in einer riesigen Metropole mit, sagen wir mal, über 3 Millionen Menschen. Okay, stell's mir vor. Ihr fahrt jeden Morgen dicht an dicht in der U-Bahn. Ihr seht tausende Gesichter. Jeden einzelnen Tag? Ja. Und trotzdem sprecht ihr vielleicht eine ganze Woche lang mit absolut niemandem. Das ist doch verrückt, oder? Das ist total verrückt. Aber ja, das ist die Realität für viele. Eben. Und genau dieses Paradoxon der modernen Gesellschaft schauen wir uns heute mal genauer an. Wir erforschen gemeinsam, wie sich unsere Lebensweise, also wie wir alle leben, in den letzten Jahren extrem verändert hat. Das ist so, als würden wir uns eine neue Brille aufsetzen. Oh, das ist ein schönes Bild, ja. Nicht wahr? Mit dieser Brille erkennen wir plötzlich all diese Veränderungen um uns herum gestochen scharf. Und das wirklich Wichtige dabei ist ja, dass wir verstehen, warum das alles passiert. Absolut. Es geht uns hier nicht darum, einfach nur stur Grammatik zu pauken, ne? Wenn wir die richtigen Wörter kennen, können wir die Welt um uns herum viel besser analysieren. Stimmt. Man kann endlich richtig mitreden. Genau. Wir verstehen plötzlich diese ganzen echten soziologischen Mechanismen hinter diesem Paradoxon. Also warum wir uns in einer so vollen Bahn trotzdem so einsam fühlen. Sprache ist einfach unser bestes Werkzeug dafür. Ja, das ist exakt der Punkt. Lass uns da doch direkt mal mit dem großen Bild anfangen, oder? Gerne. Warum verändern sich unsere Städte und auch die Dörfer gerade so massiv? Also woher kommt eigentlich dieser ganze Druck? Also, um das zu verstehen, müssen wir uns zuerst ansehen, wie so eine Bevölkerung überhaupt aufgebaut ist. Und dafür brauchen wir unser erstes Wort. Das ist das Adjektiv demografisch. Demografisch. Okay, auf Englisch übersetzen wir das mit demographic, richtig? Ja, genau, demographic. Das Wort betrifft die Entwicklung der Bevölkerung. Also es geht darum, wie viele Menschen geboren werden, wie viele sterben. Oder auch wer wohin zieht, oder? Ja, ganz genau. Ein sehr gutes Beispiel für euren Alltag ist der Arbeitsmarkt. Der demografische Wandel führt in vielen Branchen zu einem extremen Fachkräftemangel. Weil einfach nicht genug junge Leute nachkommen, ne? Exakt. Okay, also demografisch betrifft die Struktur. Aber das Hauptthema, das wir wirklich überall in den Nachrichten hören, ist doch eigentlich, dass wir alle immer älter werden. Das stimmt. Und das bringt mich direkt zu unserem zweiten Wort. Das ist ein Substantiv, nämlich die Alterung. Auf Englisch heißt das Aging. Die Alterung, ja. Ein sehr wichtiges Wort heutzutage. Total. Wenn ich Nachrichten schaue, höre ich wirklich ständig diesen einen Satz. Die Alterung der Gesellschaft bringt unser Rentensystem völlig ans Limit. Richtig. Aber hier müssen wir noch ein bisschen tiefer gehen. Denn diese Alterung, die passiert ja nicht einfach so im luftleeren Raum. Wie meinst du das genau? Naja, wenn es immer weniger junge Menschen gibt und gleichzeitig immer mehr alte Menschen, dann verschiebt sich doch die gesamte Balance in einem Land. Ach so, ja klar. Es verändert sich, wer die Steuern zahlt, wer sich um die kleinen Kinder kümmert und natürlich auch, wer die Senioren pflegt. Okay, Moment mal. Das klingt mir jetzt ehrlich gesagt ein kleines bisschen zu simpel. Wieso? Also verändert denn wirklich allein nur das Alter der Menschen, wie unsere moderne Gesellschaft funktioniert? Da spielen doch auch ganz andere, zum Beispiel wirtschaftliche Zwänge eine riesige Rolle. Denken wir doch nur mal an die extrem teuren Mieten in den Großstädten. Da hast du natürlich völlig recht. Das ist ein hervorragender Einwand. Die Alterung ist tatsächlich nur ein einziger Faktor von vielen. Eben. Was durch all diese wirtschaftlichen und demografischen Dinge wirklich stark unter Druck gerät, das ist das Gefüge. Das Gefüge. Okay, das ist Wort Nummer 3, ne? Auf Englisch heißt dieses Substantiv Social Fabric oder auch Structure. Genau. Das Gefüge, das ist quasi das innere Konstrukt, das innere Netz, das uns alle verbindet. Verstehe. Es beschreibt, wie eine Gesellschaft oder eine Gruppe zusammenhält, also wer hilft wem, wer redet noch mit dem Nachbarn über den Gartenzaun. Okay.
Das heißt, wenn jetzt die Mieten extrem steigen und Familien aus der Stadt wegziehen müssen, dann reißt dieses Netz einfach. Exakt so ist es. Der Druck verändert das soziale Gefüge in den Städten total. Viele alte Viertel brechen langsam auseinander. Das ist echt traurig irgendwie. Ja, aber weißt du, wenn dieses Netz reißt, dann reagieren die Menschen auch darauf. Eine Gesellschaft steht ja niemals still. Das stimmt, es gibt immer eine Reaktion. Und so entsteht fast immer eine neue Strömung. Das ist unser 4. Wort, ein Substantiv. Eine Strömung bedeutet eine starke Tendenz oder eine neue Bewegung in der Kultur. Auf Englisch sagen wir dazu Movement oder Trend. Die Strömung. Genau. Und das sehe ich wirklich überall. Weil die großen Städte so unfassbar teuer und stressig werden, gibt es zum Beispiel eine starke Strömung hin zu bewussterem Konsum. Mhm. Oder sogar eine Strömung zurück aufs Land. Viele junge Familien wollen plötzlich wieder selbst Tomaten im Garten anbauen. Ja, das ist eine ganz typische Strömung aktuell. Aber wir müssen uns auch fragen, was eigentlich mit den Leuten passiert, die in der Großstadt bleiben. Okay. Wir haben ja ganz am Anfang diese überfüllte U-Bahn erwähnt. Und das führt oft zu einem wirklich sehr dunklen, negativen Gefühl, nämlich die Isolation. Okay. Das ist Wort Nummer 5. Die Isolation. Das ist ein Substantiv und steht für den Zustand, wenn ein Mensch komplett allein ist. Auf Englisch Isolation. Richtig, das kann zum Beispiel bei älteren Menschen passieren. Die Digitalisierung führt bei Älteren oft stark zur Isolation, weil sie mit der Technik nicht mehr mitkommen. Ja, das stimmt leider. Und das passende Adjektiv dazu ist direkt unser Wort Nummer 6. Isoliert. Auf Englisch isolated. Genau. Isoliert bedeutet, getrennt von anderen zu sein. Ohne Verbindung. Ein sehr präsentes Beispiel für uns alle. Viele Alleinstehende fühlten sich während der Pandemie in ihren Wohnungen extrem isoliert. Ja, ein sehr gutes Beispiel. Das Erstaunliche ist ja, warum dieses Gefühl gerade in der Großstadt oft so extrem ist. Wieso? Stell dir mal vor, du lebst in einem ganz winzigen Dorf. Dort triffst du am Tag vielleicht nur, keine Ahnung, 20 Leute. Mhm. Aber du kennst jeden einzelnen davon tiefgründig. Du kennst ihre ganze Lebensgeschichte. In der Großstadt hingegen triffst du an einem Tag tausende Fremde. Ja, und das Gehirn kann sicher unmöglich 1000 Lebensgeschichten an einem einzigen Tag merken. Das geht einfach nicht. Völlig richtig. Es entsteht eine massive kognitive Überlastung für unseren Kopf. Und um uns psychologisch zu schützen, machen wir einfach zu. Wir blockieren also den Kontakt zu den Fremden. Ganz genau. Und genau das führt zu einem Zustand, den wir mit dem Verb vereinsamen beschreiben. Vereinsamen. Wort Nummer 7. Das bedeutet, dass man immer weniger soziale Kontakte hat und richtig einsam wird. Auf Englisch to become lonely. Genau. Und hier ist die Grammatik wichtig für euch. Wenn dieser Prozess leider schon passiert ist, nutzen wir das perfekt mit dem Hilfsverb sein. Wir sagen also, er ist vereinsamt. Sehr wichtiger Hinweis. Merkt euch das gut. Er ist vereinsamt. Hast du da vielleicht ein Beispiel aus dem Alltag? Klar. Studien zeigen zum Beispiel oft, dass Menschen in anonymen Großstädten paradoxerweise viel schneller vereinsamen als auf dem Land. Es liegt also wirklich an diesem psychologischen Schutzmechanismus. Ja, absolut. Um diese tausenden täglichen Reize überhaupt zu verarbeiten, werden unsere Interaktionen ganz automatisch oberflächlich. Oberflächlich. Unser 8. Wort. Ein Adjektiv. Das bedeutet nicht tiefgründig. Man kratzt sozusagen nur an der Oberfläche. Auf Englisch superficial. Genau. Wir grüßen den Nachbarn nur noch ganz kurz im Treppenhaus. Wir schauen schnell aufs Handy, wenn jemand neben uns in der Bahn sitzt. Anstatt miteinander zu reden. Das erklärt wirklich so vieles. Ein gutes Beispiel dafür aus dem digitalen Leben. Viele Diskussionen in den sozialen Medien werden extrem oberflächlich geführt. Absolut. Man hat dann das Gefühl, man kommuniziert, aber man baut absolut keine echte Nähe zu den anderen auf. Ganz genau. Und wenn wir alle nur noch so oberflächlich kommunizieren, dann verlieren wir am Ende unser soziales Netz. Okay, das klingt jetzt alles, ehrlich gesagt, sehr, sehr düster. Wir haben verstanden, wie das Gefüge reist und warum wir durch diese Oberflächlichkeit vereinsamen. Aber bevor wir weitermachen, wenn euch unser Podcast beim Deutschlernen hilft, dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Ja, das würde uns wirklich sehr freuen. So, und nun schauen wir uns mal an, wie wir aus dieser Falle wieder herauskommen. Also, wie reparieren wir dieses Gefüge? Was ist denn das Gegengift zu dieser ganzen Isolation?
Die direkte Lösung, um das Netz wieder zu flicken, ist der Zusammenhalt. Der Zusammenhalt. Wort Nummer 9. Genau. Dieses Substantiv beschreibt die Tatsache, dass Menschen in einer Gruppe fest zusammenstehen und sich auch gegenseitig stützen. Auf Englisch übersetzen wir das mit Cohesion oder Solidarity. Mhm. Ein Satz, den man in den Nachrichten dazu sehr oft hört, lautet: In Krisenzeiten wird der gesellschaftliche Zusammenhalt immer besonders geprüft. Ja, das stimmt. Aber sag mal, funktioniert dieser Zusammenhalt heute denn eigentlich noch genauso wie vielleicht vor 50 Jahren? Wie meinst du das? Naja, wenn ich durch mein Viertel laufe, sehe ich eine völlig andere Realität als früher. Meine Nachbarschaft ist total multikulturell. Ah, okay. Ja, das ist unser 10. Wort, multikulturell. Das ist ein Adjektiv und es bedeutet, dass ganz viele Einflüsse aus der ganzen Welt in einer Stadt existieren. Menschen aus vielen verschiedenen Kulturen leben zusammen. Auf Englisch ganz einfach. Multicultural. Und ich finde das ehrlich gesagt wunderbar. Berlin ist zum Beispiel eine sehr multikulturelle Stadt. Ich kann morgens beim türkischen Bäcker Kaffee trinken und abends fantastisch vietnamesisch essen. Das ist definitiv die schöne Seite daran, aber ich muss hier aus soziologischer Sicht ein klein wenig bremsen. Oh, wieso das? Multikulturell zu sein, das ist an sich erst einmal nur ein Zustand. Nur weil Menschen aus aller Welt nebeneinander wohnen, heißt das noch lange nicht, dass auch alle friedlich zusammenleben. Ah, okay, verstehe. Man muss aktiv an diesem Zusammenleben arbeiten. Und dafür brauchen wir 2 ganz elementare Verben. Das erste ist integrieren. Das bedeutet, Menschen aus anderen Gruppen oder Kulturen erfolgreich aufzunehmen und einzubinden. Integrieren, das 11. Wort. Auf Englisch to integrate. Und im Perfekt sagen wir, er hat integriert. Richtig. Völlig richtig. Er hat integriert. Das betrifft ja auch stark den Arbeitsmarkt. Ein wichtiges Beispiel dazu. Um Zuwanderer gut in den Arbeitsmarkt zu integrieren, braucht man vor allem gute Sprachkurse. Ja, das ist ein perfektes Beispiel. Aber weißt du, Integration funktioniert nie nur in eine Richtung. Damit ein so vielfältiges Gefüge funktioniert, müssen wir auch lernen, Dinge zu tolerieren. Zu tolerieren, unser 12. Wort. Das bedeutet, eine andere Meinung oder eine völlig fremde Lebensweise gelten zu lassen, auch wenn man sie selbst vielleicht gar nicht teilt. Genau. Auf Englisch do tolerate. Und die Perfektform ist, er hat toleriert. Aber Moment mal kurz. Heißt tolerieren denn dann einfach nur, dass ich immer alles super und toll finden muss? Nein, nein. Das wird ja im Internet oft so dargestellt, aber das fühlt sich irgendwie unnatürlich an. Das ist eine sehr gute Frage. Nein, ganz und gar nicht. Das ist ein riesiges Missverständnis. Tolerieren kommt ursprünglich aus dem Lateinischen, von dem Wort für ertragen. Ah, ertragen. Das ist spannend. Ein ganz elementares Beispiel. In einer echten Demokratie muss man lernen, auch wirklich unbequeme Meinungen zu tolerieren. Man muss diese Meinungen absolut nicht mögen, aber man muss sie aushalten, solange sie friedlich sind. Das ist ein harter, aber extrem wichtiger Prozess, glaube ich. Wenn wir also diesen Zusammenhalt schaffen, ne? Wenn wir aktiv integrieren und andere Ansichten tolerieren, wohin führt das alles dann in der Zukunft? Tja, wenn wir das alles schaffen, dann werden wir als Gesellschaft fortschrittlich. Fortschrittlich. Wort 13. Das ist ein starkes Adjektiv. Es bedeutet, dass man sehr offen für neue Ideen ist, modern denkt und eben auf die Zukunft ausgerichtet ist. Auf Englisch sagen wir progressive oder advanced. Ganz genau. Ein gutes Beispiel aus der Politik: Eine fortschrittliche Familienpolitik unterstützt Eltern heute mit flexiblen Arbeitszeiten. Das klingt nach einem sehr guten Plan. Aber nur fortschrittlich im Kopf zu denken, das reicht ja am Ende nicht aus, oder? Nee, absolut nicht. Wir müssen diese ganzen guten Ideen ja auch irgendwie in die Realität umsetzen. Und da kommt unser Wort 14 ins Spiel. Das Verb vorantreiben. Vorantreiben, ja. Das bedeutet, eine Entwicklung oder eine Idee mit sehr viel Energie nach vorne zu bewegen. Auf Englisch übersetzen wir das mit to push forward oder promote. Genau. Und wenn wir über etwas sprechen, das bereits passiert ist, also im Perfekt, dann sagen wir, sie hat vorangetrieben. Hat vorangetrieben. Ein sehr typisches Beispiel aus den Nachrichten, das ihr sicher oft hören werdet. Die Regierung möchte bezahlbaren Wohnraum vorantreiben. Man gibt also extra viel Energie in dieses Projekt. Ein schönes Beispiel. Und all diese Energie, all diese ganzen Bewegungen, die führen uns zu unserem letzten Wort für heute. Wort Nummer 15. Wir können mit unserem Handeln die Welt prägen.
Prägen. Das bedeutet, einen starken und dauerhaften Einfluss auf den Charakter von etwas zu haben, richtig? Auf Englisch to shape oder influence. Richtig. Und wenn dieser Einfluss schon da ist, sagen wir im Perfekt, er hat geprägt. Das ist ein schönes Wort, um unser Thema heute abzurunden. Hast du da ein Beispiel? Klar, kulturelle Traditionen haben einen starken Einfluss und prägen unser Zusammenleben bis heute. Alles, was wir tun, formt unsere Gesellschaft. Wahnsinn, das war echt eine lange Reise durch unsere moderne Gesellschaft. Wir haben verstanden, warum wir uns isolieren und wie wir uns durch Zusammenhalt wieder verbinden können. Ja, das war ein weiter Weg. Und jetzt haben wir eine tolle Übung für euch. Heute zeigen wir euch eine sehr effektive Methode, um eure Aussprache zu verbessern. Shadowing. Beim Shadowing sprecht ihr fast gleichzeitig mit dem Sprecher. Genau, es ist ein richtig aktives Training für eure Sprachmelodie. Hier sind 3 einfache Schritte. Schritt 1: Zuhören. Hört zuerst nur zu. Achtet auf die Aussprache, die Betonung und die Pausen. Denkt nicht an Grammatik, hört nur den Klang. Sehr wichtig. Ja. Schritt 2: Mitsprechen. Jetzt sprecht ihr mit. Versucht genauso zu sprechen wie der Sprecher. Achtet auf Tempo, Stimme und Gefühl. Und Schritt 3: Aufnehmen. Nehmt euch selbst auf. Vergleicht eure Stimme mit dem Original. So erkennt ihr eure Fehler und könnt euch verbessern. Bitte lest nicht nur still mit. Nein, das bringt nichts. Shadowing funktioniert nur, wenn ihr laut sprecht. Euer Mund muss die Bewegungen trainieren. Bleibt bis zum Ende, dort hört ihr unsere Mini-Story. Und genau diese kleine Mini-Story erzähle ich euch jetzt. Darin werdet ihr alle 15 Wörter entdecken, die wir heute besprochen haben. Konzentriert euch voll auf den Klang und sprecht dann laut mit. Bereit? Los geht's! Lukas lebt in einer großen, hektischen Stadt und bemerkt die starke Alterung seines Viertels. Immer mehr alte Geschäfte schließen. Weil die Gespräche im Alltag oft extrem oberflächlich werden und das alte, vertraute Gefüge auf den Straßen wegbricht, fühlt er sich in seiner kleinen Wohnung zunehmend isoliert. Oh je. Er hat große Angst davor, mit der Zeit völlig zu vereinsamen. Die demografisch bedingten Veränderungen sind überall wirklich deutlich spürbar. Ja, das kennt man. Aber dann hilft er aktiv dabei, neue Nachbarn aus verschiedenen Ländern in die Gemeinschaft zu integrieren. Dabei lernt er schnell, ganz andere ihm fremde Lebensweisen zu tolerieren. Diese gemeinsame tägliche Arbeit stärkt den Zusammenhalt in der gesamten Straße enorm. Toll. Gemeinsam sind die Nachbarn sehr fortschrittlich. Sie wollen nun den Bau eines großen Gemeinschaftsgartens vorantreiben und können so ihr direktes Umfeld positiv prägen. Lukas lächelt, wenn er heute aus dem Fenster schaut. Seine Isolation ist komplett verschwunden. Wow, das ist wirklich eine großartige Entwicklung. Und das bringt mich direkt zu unserer Hausaufgabe für euch. Schreibt eigene Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. Ja, da freuen wir uns drauf. Genau. Und abonniert den Kanal und gebt einen Daumen nach oben. Und bevor wir uns für heute verabschieden, möchte ich euch noch einen kleinen, vielleicht etwas provokanten Gedanken mitgeben. Oh, was denn? Wir haben jetzt all diese starken Worte gelernt, um gesellschaftliche Trends zu beschreiben. Aber fragt euch einmal selbst, seid ihr in eurem eigenen Alltag eigentlich nur stille Beobachter dieser ganzen Veränderungen? Oder seid ihr diejenigen, die das soziale Gefüge aktiv mitgestalten? Oh, das ist wirklich eine spannende Frage, die man mit in den Tag nehmen sollte. Morgen sprechen wir über Umweltpolitik. ein tolles Thema. Absolut. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen bei Alltagsdeutsch Podcast. Tschüss. Und einen schönen Tag noch.